mein Gott. Ja, Digga, nice. Gut, wir gehen drauf. 3, 2, 1. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir haben es ja jetzt, das 5-fach-Event. Ich hatte es ja gestern im Video bereits schon angekündigt gehabt, dass wir uns heute auf die Suche machen nach ein paar neuen Waffen im Waffenladen natürlich, ne? Und wir werden auf jeden Fall sehen, was wir davon, haben. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie viel ich an Pilzen hier investieren werde, aber auf jeden Fall möchte ich die ein oder andere Rune schon ganz gerne mitnehmen wollen. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob das Ganze auch funktioniert. Wir geben nochmal hier den Arena Manager ein bisschen was zum Fressen hier, damit wir ein bisschen höher sind dann noch. Vielleicht ein paar bessere Runen dadurch finden und ja. Ich würde mal sagen, warte mal, Qualitätsequipment haben wir natürlich alles an. Ne? Ich gucke nochmal sicherheitshalber hier. Nicht, dass ich da nachher hier Böses erwachen, aber ja, es ist ja mein Farm-Equipment. Ich bin nur immer so paranoid und denke, da ja, könnte irgendwas jetzt nicht ganz hinhauen. Aber gut, kann natürlich sein, dass man immer mal so einen kleinen Flüchtigkeitsfehler irgendwie hat und dann mal so einen Gegenstand irgendwie verwechselt hat. Aber das war früher so gewesen. Ne, als man die Items noch selbst austauschen musste. Jetzt, seitdem das Alter Ego da ist, passiert das Ganze natürlich nicht mehr. Da bin ich dem Update auch wirklich sehr, sehr dankbar für. Also das erspart einen wirklich so einiges an Kopfschmerzerei und natürlich auch an Platz, ne, was natürlich ja, durch das Farm-Equipment ziemlich krass belegt war. So, ne? Und ja, jetzt durch das Alter Ego, durch den Mannequin, nimmt er natürlich ziemlich viel Inventarplatz einen ab und vor allen Dingen halt, wie gesagt, die Funktion an sich, dass man halt auf einen Knopfdruck alles wechseln kann, das ist halt schon sehr, sehr nice und ja, dadurch entstehen halt nicht mehr so eine kleinen Flüchtigkeitsfehler, dass man das falsche Item im Inventar hat oder angezogen hat und dann zerlegt man das aus Versehen irgendwie so, ne? Man kennt das ja alles irgendwie und deswegen, ja, ganz nice auf jeden Fall, aber wir widmen uns heute natürlich nicht diesem Update, sondern gucken natürlich, was wir hier alles so Schönes mitnehmen können. Ne? Gucken wir noch nebenbei, aha, brauchen wir alles nicht. Wir haben natürlich legendäre Gegenstände hier en masse. Und da haben wir schon die erste Waffe. Okay, ich bin gespannt. Ist, glaube ich, eine alle Attributswaffe, also so vom Ding her, glaube ich, brauche ich die gar nicht. Ne? Und wir gucken rauf, alle Attributs. Eisschaden 47% ist nicht nice. Nehmen wir aber trotzdem mit, zwecks der Kristalle. Die sind ganz okay. 3800. Ich weiß immer nicht, ob bei den alle Attributen, wir gehen mal ins Klo. Oh, alter Schwede, da haben wir aber richtig Profit draus gemacht hier aus den Kristallen. Ich glaube, alle Attribute kann man gut zerlegen oder in die Toilette spülen. Da bekommt man deutlich mehr Kristalle raus. Denn ja, mal gucken. Kunigunde plus 29. Ja, ist noch nicht, also ja, die ist tatsächlich noch nicht so gut. Also die ist noch nicht so schlecht, die Waffe. Aber die Spanne würde ich halt schon ganz gerne eine bessere haben wollen. Wir zerlegen aber erstmal die Waffe hier. Ne, bevor wir weiterreden. Die Rune war für mich jetzt auch nicht weiter interessant, muss ich sagen. Ne? Also das hat mich jetzt nicht so tangiert irgendwie, dass ich ja die jetzt gerne haben wollen würde. Aber, warte mal, brauche ich nicht einen neuen Helm? Plus 7? Was ist das denn, Alter? Was ist denn das für ein Bug, Junge? Okay. Ja, nee, anscheinend nicht. Was brauche ich denn überhaupt eigentlich? Weswegen blätter ich hier eigentlich, ja? Ne, ich brauche tatsächlich, ich hätte gedacht, stimmt, okay, der Hut war noch einigermaßen aktuell, aber der Hut war das Einzige, was bei mir nicht legendär ist. Den Hut hätte ich bei den Legis gebraucht, jetzt brauche ich den natürlich nicht. Als Epic brauche ich den ja sowieso nicht. Ne? Ihr seht, der ist noch relativ aktuell, da brauchen wir jetzt noch nicht großartig Welle schieben hier wie Moses. Und ja, deswegen blättern wir weiter. Wir brauchen wirklich nur Waffen und deren Runen. Warte mal, ja, hat Pilze gekostet. Okay, ja, das ist so das Einzige, was wir brauchen. Eventuell nehmen wir noch das eine oder andere Epic mit irgendwie, aber primär sind wir natürlich auf der Suche nach Waffen und natürlich deren Runen. Ne, dass wir da ein paar gute zusammenbekommen. So, falls wir aber jetzt nicht relativ schnell ein paar Waffen bekommen, werde ich auch relativ schnell wieder aufhören zu blättern, weil
So dermaßen krass lohnt es sich jetzt nämlich auch nicht, hier so viele Pilze auszugeben, nur für ein paar Runen. Okay, ich bin gespannt. Ja. Wir schauen drauf. 3, 2, 1. Okay. Ja, okay. Okay. Also die Spanne ist natürlich wieder mal absolut crap, kann man nicht gebrauchen. Aber ihr seht, die Waffe an sich ist schon deutlich besser als meine Waffe. Vom Durchschnittsschaden her und auch von den Stats her lohnt sich das schon. Und stellt euch das mal wirklich vor, wenn ich eine legendäre Waffe bekomme. Ne, wie viel besser die dann ist im Vergleich zu meiner jetzigen Axt, die ich habe. Die Waffe nehme ich trotzdem nicht, weil die halt von der Spanne her scheiße ist. Aber die Rune ist sehr gut. Deswegen nehmen wir das auf jeden Fall mit. Die Rune können wir gut gebrauchen, die ist ganz nice. Alles, was so über 50 ist, das ist ziemlich cool. Das kann man gut gebrauchen. Ja, und deswegen nehmen wir das Ganze auch natürlich mit. So, wir gehen, warte mal, ich überlege mal, auf was wir runtergehen an der Pilzanzahl her. Wir machen erstmal noch ein bisschen. Ja, wir gucken erstmal noch ein bisschen. Ja. Aber wir schauen mal kurz. Vielleicht nehmen wir noch die ein oder andere Waffe hier mit. Das wäre natürlich ganz cool. Allerdings über 6500 möchte ich dann doch nicht gehen. 4500 meinte ich. 4500, ja. Weiter möchte ich dann doch nicht runtergehen, weil so krass lohnt es sich dann doch nicht, muss ich tatsächlich sagen. Und wenn wir bis dahin dann noch die ein oder andere Waffe gefunden haben hier, ist es nice. Oh mein Gott, meine absolute Lieblingswaffe, was bei den Magiern. Alter, die goldene Krücke. Holy shit, die habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Ich weiß noch damals, die goldene Krücke war damals meine beste Waffe von der Spanne her. Und die wurde dann abgelöst. Ich weiß gar nicht mehr wodurch, ich glaube durch einen Flasher oder so. Ich muss sagen, der Magier hat viele coole Waffen so, ne, aus den Ländern. Ne? Also die Sense ist cool, die gefällt mir gut. Wischmob ist geil. Ansonsten muss ich sagen, ja, ich muss sagen, der Flasher ist so mit die coolste Waffe, gleichgestellt mit der goldenen Krücke und auch gleichgestellt mit dem Spazierstock so, ne? Ich möchte jetzt eigentlich den Spazierstock haben, weil das ist halt die neue Leggy-Waffe so, ne? Ich meine, ich könnte mir die verzaubern, aber gut. Ja, ich bin gespannt. Die Krücke, also, ja. Die würde ich schon, also, ja. Wir gucken mal. Ich bin gespannt, was da für eine Spanne drauf ist. Ich sag nix. Wir lassen uns überraschen. Mal schauen. 3, 2, 1. Oh, okay. Ja, die ist gar nicht mal so schlecht. Also ich muss sagen, die ist okay. Die ist nice. Eisschaden. Also nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja. Die ist ein bisschen, also von der Spanne her ist sie ein bisschen schlechter. Ja, ein bisschen schlechter als meine Waffe. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht so wild auf jeden Fall. Wir haben auch wieder Eisschaden. Warte mal. Was hat er nochmal? Blitzschaden. Ich glaube, mir wurde gesagt, ich glaube auch sogar von Matze irgendwie, dass nach dem Gegner nochmal irgendjemand kommt, mir wurde auf jeden Fall empfohlen, Blitzschaden zu nehmen, weil der Gegner danach wohl auch ganz gut ist, wenn man mit Eisschaden gegen den antritt. Ja, wir gehen jetzt noch weiter runter. Wir gehen jetzt bis 4500 runter und dann machen wir Schluss für heute. Ja, dann haben wir auf jeden Fall 2 Eisschaden-Runen gefunden. Das ist nice. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja. Oh, ich würde ja gern noch... warte mal. Also ich würde ja gerne eine gute Kundschafterwaffe irgendwie haben wollen. Guckt euch das mal an, hier vom Schaden her. Ist die gar nicht mal so viel besser. Also die ist sogar besser hier von den Stats her so, ne? Ach Mensch. Da kann da nicht einfach mal so eine komplette Ausrasterwaffe kommen, irgendwie mit einer 5000er Spanne rechts raus oder so? Das würde ich mir gerne wünschen. Irgendwie so eine Waffe mit 5000 rechts raus, eine schöne Epic-Waffe. Das wäre auf jeden Fall mal nice. Aber das zu bekommen ist natürlich unglaublich schwierig, ne? Wenn nicht zu sagen, fast unmöglich. Oh mein Gott. Jetzt haben wir noch mal die Chance. 5 Pilze, bevor wir jetzt aufhören zu blättern. Jetzt nochmal die Chance. Ich bin gespannt, was das jetzt für eine
Waffenspanne da drauf ist und vor allen Dingen, was das für eine Rune ist. Da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt drauf. Okay, wir ziehen es nicht so weit in die Länge. Warte mal, schnell noch Quest annehmen, das muss ich noch schnell machen. Ey, dass wir nochmal eine Waffe gefunden haben, da sind wir relativ lucky. Also wir haben relativ viele Waffen gefunden für relativ wenig Pilze, muss ich mal so sagen. Ja, das ist okay, auf jeden Fall. Gut, wir gehen drauf. 3, 2, 1. Oh. Alter! Holy shit. Digga, die nehme ich so. Oh mein Gott, das ist sogar eine 60% Feuerschaden, Alter. Digga, das habe ich gar nicht gesehen. Eine maximale Schadensrune haben wir hier erwischt. Alter, was ist das für eine gestörte Waffe? Holy shit. Ey, Alter. Wie krass ist das denn, Junge? Ey, das ist heftig. Okay. Ja, das ist krass. Also ich muss sagen, die Waffe hier, der Bezauberer, 58 im Schaden natürlich mehr immer noch, so, ne? Aber, Digga, die Spanne ist ja absolut krank und vor allen Dingen Feuerschaden 60%. Wir haben hier eine maximale Schadensrune. Also die wird ausgerüstet. Die wird ausgerüstet, ja. Dann haben wir hier eine 58, warte mal, 9-mal haben wir das Teil verbessert. Das verbessern wir auch direkt glatt 9-mal. So. Und das hat auch schon 552 zu 561. Okay, mal gucken, was sagt mein Markwert zu der Waffe hier. Plus 50, plus 20, ja, okay. So, dann haben wir hier auch noch Blitzschaden drauf. Ja, Blitzschaden, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Blitzschaden brauche ich ja erstmal nicht. Ne? Aber ich glaube, ich bewahre mir erstmal noch die Waffe auf. Bevor ich die irgendwie wegschmeiße oder so. Oder zerlege, die bewahre ich mir erstmal auf. Ja. Alter, ey, was haben wir. Ey, da haben wir jetzt aber richtig Glück mit gehabt. Ja. Da hauen wir jetzt gleich die Verzauberung drauf, natürlich, ne? Zack. So. Alter. Aber, natürlich keine 5000. Ich würde ja gerne die 5 da vorne zu stehen. Ich bin ehrlich mit euch, ich würde ganz gerne die 5 da vorne zu stehen haben, so, ne? Also, es ist ganz knapp an der 5. Ich weiß, dass ich eine Schadensspanne erreichen kann von bis zu 5200, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das ist, in der Theorie ist es möglich, so eine Spanne zu finden. Ist natürlich schwer, so eine Spanne zu finden, aber wir haben hier eine sehr krasse Waffe auf jeden Fall am Start. Sehr nice. Und da nehmen wir natürlich den besten Edelstein auch für. Was haben wir hier? 1145, 1139, 1117. Okay, dann nehmen wir hier den Edelstein für. Zack, setzen den da rein. Alter, krass. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wir haben hier jetzt eine 60, also wir haben die maximale Rune. Das ist die allererste maximale Rune, die ich jetzt hier gezogen habe, live im Video. Ich habe noch nie eine gemaxte Schadensrune gezogen. Das höchste, was ich hatte, war, was war das? 58? Ich glaube 58, ne? Ja, das hier. Das war bisher die höchste. Ne? Und alles andere habe ich bisher noch nicht, gehabt. So, und jetzt ich hätte auch eine 59, aber nein, ich habe gleich die 60. Ja, das ist natürlich sehr nice. So, dann haben wir jetzt hier, wie gesagt, Blitzschaden. Das bedeutet, wir switchen mal. Ja, ich weiß nicht. Soll ich irgendwie noch die durchs Klo spülen oder so? Damit ich die Chance habe, vielleicht eine etwas bessere. Oder hier. Oh, so, Alter. Ich meine, das ist riskant. Das ist ziemlich riskant, ne? Ich meine, das ist eine krasse Waffe, aber ich brauche die ja jetzt, im Prinzip brauche ich diese Waffe ja jetzt nicht mehr, weil die ist jetzt schlechter als meine Waffe hier, also die brauche ich so nicht mehr, aber die gibt viele Kristalle. Wenn ich die durchs Klo spüle, gibt die definitiv weniger Kristalle. Da muss ich mir auf jeden Fall, dem muss ich mir bewusst sein, aber das ist eine heftige Waffe, trotzdem. Auch von den Werten her und von der Spanne natürlich her, ne? Und die Spanne ist mir jetzt das Wichtigste. So, und deswegen, ja, und natürlich haben wir hier gleich die Eisschadensrune drauf. Das heißt, ich brauche nicht mehr Runen wechseln, was mir auch nochmal 20 Pilze kosten würde. Das heißt, wir spülen die durchs Klo und hoffen jetzt auf eine Kundschafterwaffe. Oh mein Gott, das wäre jetzt so geil, wenn die jetzt kommen könnte, ne? Komm, in die Toilette. Ich bin auch nicht sauer, wenn sie nicht kommt, weil wir haben jetzt sehr viel Glück gehabt, die Folge, mit der neuen Epic-Waffe. Komm, gönn bitte eine Kundschafterwaffe.
Oh mein Gott, ja, Digga, nice, 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 nice. Oh, ich darf mich nicht so laut freuen, es ist mitten in der Nacht bei mir hier gerade. Alter, wir haben, holy shit, wir haben eine Kundschafterwaffe und es ist sogar meine absolute Lieblingskundschafterwaffe. Es ist der Borkenknorke, Alter. Oh mein Gott, wir haben den Borkenknorke, Alter. Digga, wie nice ist das denn? Alter, wie nice ist das denn, Junge? Krass, 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 krass. Alter, meine Kunigunde hat jetzt einfach das ist die absolut beste Kundschafterwaffe. Da kann mir jemand erzählen, was er will. Das ist die beste Kundschafterwaffe im Spiel. Und wir haben sie jetzt. Ja, wir haben den Borkenknorker. Chance von 1:3. Es hätte auch eine Kriegerwaffe sein können. So, und hätte ja jetzt auch eine Magierwaffe bleiben können. Aber nein, wir haben den Borkenknorker. Und damit haben wir eine Kundschafterwaffe. So. Jetzt sind wir richtig am Start. Erstmal 30 Stats, also 30 Punkte im Schaden mehr, plus 28 mehr auf die 3 Attribute. Dann eine bessere Schadensrune ist hier drin, um 1%, ist okay. Aber wichtig ist, dass da Eisschaden drauf ist. Das heißt für den nächsten Gegner und für den übernächsten Gegner Eisschaden sehr, sehr gut. Und das Wichtigste jetzt, wir haben eine deutlich bessere Spanne. Eine deutlich bessere Spanne als auf der alten Waffe. Und zwar 600 Schaden können wir rechts raus mehr machen als bei der Vuvuzela. So, das heißt, Edelsteinsockel hinzufügen, zack, so. Und das Ding werden wir getrost zerlegen. Bekommen wir mal 1, 2 Kristalle. Ne? Alter, wie nice, wie nice. Das ist so nice. Die kriegt auch einen richtig guten Edelstein jetzt mit rein. 1139, jo. Weil ich glaube, die Waffe, die wird die Kunigunde jetzt erstmal ein bisschen behalten. Ja. So, ich weiß bloß nicht, ich kriege hier ja keine Ressourcen mehr wieder. Ich verbessere die auch nur 2-mal. Für mehr lohnt sich das jetzt für mich nicht. Und die alte Waffe war ja auch nur 2-mal verbessert. Das heißt, ja, also, ne, ich brauche da jetzt nicht 9 mehr Kristalle reinstecken. Ist jetzt nicht unbedingt worth. Ja, 2-mal verbessert. Nice, nice, nice. Eine sehr, 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 ein sehr krasses Upgrade. So, und jetzt muss ich nochmal gucken hier. Der Bertram, okay, der hat ja eine Leggy-Waffe drin hier mit Blitzschaden drauf. Den könnten wir jetzt im Prinzip, da könnten wir die Rune wechseln. Blitzschaden 57%, Eisschaden 55%. Ja, komm, wir machen das mal. Wir geben dem Bertram Rune tauschen. Der Bertram kriegt jetzt hier die Eisschadensrune. Ne? Die ist zwar ein bisschen schlechter als die Blitzschadensrune, aber natürlich ist die deutlich effektiver in dem Dungeon, den wir jetzt bevorstehen. Ne? Und hier seht ihr ja, er widersteht Blitzangriffen. Das heißt, mir bringt der Blitzschaden hier gar nichts. Deswegen kommt die auch erstmal noch ins Inventar hier. Ich bewahre mir das erstmal auf, wegen den Runen auch alleine schon. Und ja, jetzt haben wir hier Feuerschaden. Huch, oh Gott, bin ich jetzt hier. Feuerschaden 60%, Eisschaden 55%, Feuerschaden nochmal und Eisschaden. Das heißt, wir sind jetzt komplett gut ausgerüstet gegen den Dungeon-Gegner, gegen den nächsten. Und wir gucken mal, wir machen mal einen Try. Hat natürlich gar nichts zu sagen jetzt, ne? Es ist natürlich immer noch minimal der Schaden, also minimal besser als vorher. Das macht in der Masse jetzt nicht allzu viel aus. Das kommt erstmal so rüber wie krasse Upgrades, aber ja, ob es jetzt nun den Kohl fett macht, so ich wage es zu bezweifeln, weil der Herkules-Gegner ist trotzdem immer noch richtig, richtig krass. Aber auf jeden Fall machen jetzt meine Begleiter wieder den vollen Runenschaden, den sie vorher halt nicht gemacht haben. Und das ist halt wichtig. Und die Kunigunde, was mir auch wirklich sehr am Herzen gelegen hat, seit langer, langer Zeit schon, dass die endlich mal eine neue epische Waffe bekommt, weil das konnte man sich nicht mehr mit anschauen. Die war schon, also die Spanne war halt so schlecht gewesen. Und die Kunigunde, da beruhe ich halt drauf, dass die halt deutlich ausweicht oder häufig ausweicht gegen den Gegner und deutlich mehr Schaden macht, als sie vielleicht ja, ihr zusteht, so, ne, weil sie halt einen guten Spannentreffer landet gegen den Gegner, darauf hoffe ich halt, und da bringt mir das halt nichts, eine niedrige Spanne bei der Kunigunde zu haben, so, ne.
Natürlich, jetzt machen die auch deutlich mehr Schaden, weil jetzt auch die Rune wieder mitzählt. Ihr seht hier, guckt euch das mal an, die macht hier 600 Millionen Crits hier, die Kunigunde. Die rastet richtig aus teilweise, ne? Und das freut mich auf jeden Fall sehr zu sehen. Und vor allen Dingen, dass die Kunigunde jetzt meine absolute Lieblings-Kundschafterwaffe gezogen hat. Das macht mich noch glücklicher und somit kann ich die voll... Alter, 1 Milliarde Crit gemacht. Nice. Aber gut, wir kommen hier natürlich trotzdem nicht viel weiter. Ja, das macht mich natürlich auch sehr, sehr glücklich, dass die Kunigunde da jetzt so eine coole Waffe hat. Und dass wir auch nochmal eine sehr, sehr coole Waffe gezogen haben. Zwar nicht 5000er Spanne, aber fast. Aber was mir viel wichtiger ist, die 60%, dass wir unsere erste gemaxte Arena-Manager Schadensrune gezogen haben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice und ja, freut mich sehr, dass das so geklappt hat. Erfolgreich auf jeden Fall. Ich sag mal so, für das, was wir an Pilze ausgegeben haben, haben wir wieder das Maximale rausgeholt, würde ich mal behaupten. Besser geht's nicht und damit würde ich die Folge auf jeden Fall beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.